Hallo und willkommen zurück zu Stories Path of Destinies. Ich habe mich in der Zwischenzeit geheilt. Und das Schwert hat sich auch ein bisschen wieder aufgeladen, aber das interessiert uns jetzt nicht. Wir gehen weiter. Wir haben alle Möglichkeiten offen jetzt hier mit den 4 Schwertern. Und nehmen wir mich selbst. Nie erstmal durch das grüne Tor gehen. Immer erst woanders hin. Zum Beispiel gleich mal da hinten rein. There was a pleasant breeze coming through that door. Had it been closed before? Oh. Sind wir wieder beim Schnee? Okay, wir sind auf jeden Fall weit oben. Einfach so eine Kiste, ja? Nehme ich. Chance auf Crit Level 2. Ach, das ist ohne Witz hier einfach... Okay. Das ist alles. Alright. Seltsam. Es gibt echt die... Weird. Weird. Moment. Ich kann hier nicht auf den Teleporter zurück. Hä? Bitte was? Entschuldigung. Was geht hier ab? Bin ich blind? Oh. Okay. Hier kommt ein Schiff vorbeigeflogen. Das hat bestimmt was zum Anhakeln. Oh, ich dachte schon, was ist denn hier los? Alright. Es war ich schon dezent verwirrt. Aber nur dezent. Reynardo wondered idly if people who had built these poles had really long tentacles. Und das bringt dich wieder zurück? Was? Wieso musst du... Reynardo's arm was getting tired. The core was no longer eating at him, but he still felt weak. His stamina was shot. But he had the oculum. When the ravens swarmed him, it would sometimes fire its death ray. It seemed to be warming up too, firing more and more often. Maybe he should let it cool off. Yeah, he decided to stop using it entirely. Ja, der Death Ray ist es aber auch nicht so gewohnt. Was mit einem Boom ist es oben? Ich habe die Achievements noch nicht angeguckt. Das mache ich ja fast nie in Spielen, die ich nicht kenne. Weil ich mir nicht spoilern lassen will. Ich freue mich immer, wenn wir welche finden. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Achievements in dem Spiel überhaupt drin sind. Oh, Schwein gehabt. Schwein gehabt. Okay. Dann grabbeln wir einfach so rüber. Aus 12 Kilometern Entfernung. There were stickers all over the platform for really hot lady foxes, with pictures and addresses and everything. Oh, heiße Fuchsdamen. Nice. Erinnert mich an den NS, also Not Safe for Work Kanal in unserem Discord.
Hot, sexy Fox Lady. Okay, da habe ich einen auf den Säckel gekriegt. Ach, ja, wir haben den... Oh. Wir haben den Edelstein rausgenommen. Der die Schilde zerbricht, wenn wir draufhauen. Das ist ein bisschen ungünstig. Das war auch nicht ganz so geil. Von der Wurfmechanik machen wir auch fast nie Gebrauch, ne? Oh. Moin. The oculum was still hot to the touch. Wie ein kleiner Todesstern. He almost thought it was getting even hotter. Well, that was ridiculous, of course. Anyway, he'd only to fire it one more time, and then he could chuck the whole contraption into the abyss. And the Emperor's ship was now in range. Reynardo squinted. He could make out the line of ravens protecting the ship. Zenobia in front, conjuring. And on the deck, yes, that was His Imperial Majesty, pacing in his golden armor. Reynardo lined up his shot and fired. Caught in the beam, the ship burst into flames. The ravens and Zenobia exploded. The Emperor too exploded. Geil, wie er bei Zenobia so einen Crack in the Voice hatte, ne? But it only got brighter, and the oculum hotter. Frantic, Reynardo pulled the oculum towards the abyss. The ruby burst into flames. The shiny metal casing glowed, then melted. That was good. Now the core could cool off, right? Reynardo ran. The blast incinerated him instantly, along with both fleets. The shockwave could be felt across all Erda. That winter, with neither empire nor rebels to rule them, the islands slid into banditry. And so began the second age of darkness. And just like that, he was alive again. And back on the Farfarer, still fleeing burning Ubar. The book was still open before him. So, Geschichte 18, der Fuchs, dessen Knieschmerzen. Toll. Was a portal. It took you to the future. Okay, wir haben eine Wahrheit. Destinies would branch. He had failed and died 3 times, but he learned another true thing. Das Skyrim-Bekenntnis ist instabil. But dangerous if used improperly. Wir haben aber nichts mit Häschen hier, ne? Ich glaube, wir versuchen das nächste Mal hier mit dem da was zu machen. Das war der... ich habe den Namen gerade vergessen. Ilsa? Das andere Ding halt. He could feel it. He just had to keep running the Path of Destinies. With that, the book fluttered back to the beginning, and he fell into it. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Reynardo knew that using it could go catastrophically wrong, but he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Emperor had brought the Sky Ripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Could this be where the Iblis stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Reynardo. On the other hand, his old friend Lapino needed rescuing. Lapino was no game changer, but could Reynardo really leave an old friend to the Ravens? Alrighto. Dann machen wir das mit dem Tempel. Ein mysteriöser Tempel hatte sich aus der Wüste erhoben. Der Imperator sandte seine Raben aus, um den Iblisstein zu finden. Das uralte Artefakt barg vielleicht die Macht, um das Imperium zur Strecke zu bringen. The island was windswept desert. No one went there except ostriches and ostrich hunters. The Iblis stone. It sounded ominous. It sounded powerful. If the Emperor was searching for it, it must be dangerous. And so, Reynardo went ostrich hunting.
Every child could sing verses about the Sky River, Entdecker. but ancient codices held hints of other things. A stone that ate souls, a ruby that drank blood, a jewel only a righteous man could give away. Were all these things the Iblis stone? Long hidden in a buried temple? Another ancient item that was only resurfacing now? Drawn up from the deeps by the Emperor's horrific rituals? Gerade mein Headset abgenommen, weil ich dachte, irgendwer bohrt hier schon wieder, aber das war einfach in-game. So ein komisches Geräusch in der Musik. Das wäre da so eine Oboe am Brummen. Hier gibt es aber einige Kisten, die einfach so rumfliegen. Nice. This chest was really horrible. Get it? Auserzordentlich. Oh, scheiße. Wieder ein Achievement. Nice. Okay, juwelenmäßig. Machen wir das Angriffstempo mal raus. Ich würde fast den Schildbrecher reinmachen. Und 1% ist auch nicht so krass. Dann lass uns mal hier kritische Treffer aktivieren. Schwertmäßig, wie viel braucht das hier noch? Oh, das braucht einfach nur 100 Erz. Und das hier auch 100 Erz, aber noch Intextrakt. Das heißt also, bei den nächsten 100 Erz, die wir voll kriegen, können wir das Eisschwert verbessern. Reynardo distrusted doors that opened automatically, especially after being buried for millennia. Was this some sort of trap? Definitiv. Oh, machen wir hier ein bisschen Feuer unterm Arsch. Das extrem viel Energie oder Macht gekostet hat. Oh shit, nicht gesehen, dass das so ein explodierender Dulli ist. Scheiße. Holy Ravens were already here, cawing in frustration. They were still searching for a way. Gleich mal wieder zum Healing-Schwert. Oh. And he hadn't come too late. Reynardo had been the terror of the sandcastles when he was 2. Oh, ich wollte nicht den Altar benutzen. Ich wollte eigentlich hier die Teile da kaputt machen. Einfach mal hier im Dreieck rumschlägern. Oh ne. Ah! Geht doch nicht auf. Mann, wie sagt der da? Musst du den anvisieren beim Dashen? Come on. Muss doch nicht sein, ey. Okay, alle Türen, die nicht mit dem Heldenschwert zu öffnen sind, öffnen wir. Das kann ja nur irgendein Bonus sein. Nice. Finde den Stein! Du bist für diese entscheidend wichtige Mission gewählt worden, weil du Befehlen bis ins kleinste Detail folgen kannst, ohne sie zu hinterfragen. Du hast für Schwarzseher nichts übrig. Dein Resultat in den Intelligenztests ist Beweis dafür, dass du besser als jeder andere dafür geeignet bist, Befehlen Folge zu tragen. Sei stolz darauf, dass ich, dein Imperator, dich für diese Mission ausgewählt habe.
Folgende Anweisungen bis ins Detail. Reise immer mit einer weiteren Person. Schau dir die Zeichen an den Wänden nicht an. Verliere die hermetische Kiste nicht. Wenn du einen Stein findest, dann gib ihn sofort in die Kiste und versiegle sie. Hörst du eine Stimme in deinem Kopf, dann ignoriere sie. Denke daran, dass es im Tempel spukt. Offensichtlich, dies ist ein alter Tempel, der einem alten, gemeinen Gott gewidmet ist. Hier fanden Blutopfer statt. Selbstverständlich spukt es da. Ignoriere die Stimmen in deinem Kopf. Denke daran, dass Geister dir nichts anhaben können, dich aber zu verwirren versuchen. Hörst du eine Stimme, dann nimm die Duselpille. Geil. Triffst du einen anderen Soldaten mit dem Stein und er befindet sich nicht in der hermetischen Kiste, dann musst du ihn sofort mit Duselgas besprühen. Finde den Stein, gib ihn in die Kiste und versiegle sie. Und noch was, finde den Stein. Okay. Duselgas und Duselkiste hört sich sehr interessant an. A road less traveled. This could be fun. If it wasn't fatal, Okay. Das ist einfach nur eine Box. Und da kann man dann wieder zurücklaufen, ja? Warum man das dann hinter dem in so einer Standardwand versteckt, weiß ich auch nicht. Weird. Ouch. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Vielleicht mit irgendeinem Teleport. Hey, a word for a lot of ravens. Like a doofus of ravens? Aber hier auf so einen explodierenden Scheißer da aufgehauen, ne? Ich hab nicht mal gesehen, ey. Oh, vielleicht ist das, wie wir da hinkommen. Oh, frick. Right. Let's just keep this between us, if you don't mind. Sheesh. Hart an der Grenze zum Verrecken. Komm, gib mir was zum Heilen hier. Ja, und da ist die Kiste, die wir von oben gesehen haben. Schatzjäger Level 2. Naja. Naja. Lassen wir. Das mit dem Schild ist schon klasse. How could a temple to Iblis still even exist? The transcendent emperor had destroyed all the shrines of the lost gods after exiling them. Had it been buried in that long-ago battle? Or had Iblis foreseen his fate and hidden it from his enemy? Machen wir mal auf. The mysterious sword from the east made you so fast you could catch a fly with your chopsticks. If that's what you really wanted. Okay, hier können wir auf jeden Fall wieder zurücklaufen. Das wäre die Chose nicht. Oh nein. Krähen und der Fuchs, okay. Was auch immer das Achievement ist. Ich bin auf jeden Fall halb tot. Mehr als halb tot. Mehr als halb tot. The right jewel could really give you an edge. Schildbrecher 2. The wrong, well, it still looked pretty, didn't it? Aber wir konnten doch nicht wieder zurücklaufen. Okay. Ich dachte schon. Dann lass uns zumindest mal hier einen Fertigkeitenpunkt ausgeben. Was ist das? Ja, Muckibude. Tritt- und Wurfdistanzen werden erhöht.
Schwertzauber erhöht die maximale Schwertenergie. Machen wir mal was mit der Zeit. Come in handy in a pinch. Da müssen wir nicht so viel Button mashen. Instant down. Okay. Souverän geht anders. Habe ich gehört? Ja. Gut. Schön, dass wieder d'accord geht. Ich weiß nicht, ob das sie irgendwie großartig verlangsamt ist oder nicht. Achso, ihr dreht euch nicht, ihr macht einfach nur hier nach und nach Feuerschaden. Okay. The Ravens at least could not get past this point. Obviously the temple builders knew how to deal with tomb raiders. Schon wieder ein Altar. I'll just have a dash, thought Reynardo. Wow! Ist das ein Lava-Wasserfall? Ich will gar nicht wissen, was wir hier alles machen können. Oh, okay. Einfach nur Feuerbälle verhindern. What else could you hook? What else could you hook? Ah! Immer diese Erwachsenen-Wortspiele hier. Meine Fresse. Was schwebt da? Ach! Der Stein, ja? It was a stone of the purest blackness. It reflected no light, like a void made solid. Nervous, he picked it up. Who said that? It was the stone. Eager. Thirsty. That seemed tempting and terribly wrong. Zenobia was the Emperor's greatest general and a potent witch. But they had been close once. And Reynardo wasn't sure he really wanted to be Emperor. Why not capture the core of Sky Ripper instead? It was the eye of a lost god torn out by the transcendent Emperor to power his greatest weapon. Not the core, said the stone anxiously. Ja dann. Blut und Tod für Iblis. Interessant, dass im oberen Bereich der Iblis-Stein bla 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 einmal ein Minus ist und einmal ein Bindestrich, aber gut. Der Iblis-Stein versprach große Macht im Tausch gegen das Blut von Zenobia, die Reynardo einst sehr nahe gestanden hatte. Aber sie war auch die einzige Tochter des Imperators und dessen größte Generalin. Doch wenn es dazu führen würde, genug Macht zu erlangen, um die Tiden des Kriegs zu verwenden und den Imperator zu besiegen, dann war er das Opfer vielleicht wert. Ja. Why was he listening to a talking rock? Ah, but the rock had a point. If the stone could truly turn him into a powerful warrior, he could defeat the Emperor with the very weapon the wicked old toad had sought for himself. To be a hero, you had to sacrifice old friends sometimes, especially when they've become enemies. Ich will einfach diese Wahrheit auch freischalten. Mal gucken, was mit dem Stein, was es da auf sich hat. As he placed the impossibly black crystal in his gauntlet, Reynardo had a sudden vision. Charred fields covered in dead ravens below a black sun. Was it the time of the lost gods before the transcendent emperor? Was it the future? Feed me souls, it whispered. Feed me souls. Geil. He could feel the stone's hunger for souls.
its thirst for blood. All right, I get it. This was going to be interesting. Na, ich bin gespannt, wie interessant das noch wird. Verfütterer Zenobia an den Iblisstein. Oh Mann. Kann ich hier lang? Oh. So, das ist das normale. Gibt es hier hinten noch eine andere Tür? Puh. Ich glaube, das letzte Mal sind wir da rechts lang gegangen, deswegen gehen wir jetzt aber mal hier lang. What was really fun was hooking yourself onto a moving ship. Ah, immerhin schon mal hier eine Kiste. Wow. Live in der Kiste. Level für den Altar. Gerade noch so hier am Ablocken. Ja, stimmt, das ist wieder so. The ravens on Zenobia's island were no match for Reynardo. They screamed as the stones sucked out. Das sind so Orte, wo du eigentlich die Viecher einfach runterboxen solltest, ne? Stronger. Take the power. The stone told him. Alles ein bisschen heiß da drüben. So, wie viel brauchen wir noch hierfür? Okay. Ja, nicht mehr so viel. Wir haben für beides die Erze, nur die Elementsteine, aber nicht die Erze. You couldn't hack this kind of firewall. You had to warm it up to you. Okay, dann gehen wir mal durch die Feuertür. Stoß! Bisschen dunkel, ne? Warum? Egal. Große Kiste nicht egal. You could sense the jewel's power. Schatzjäger 3. He had a feeling they were gonna be great friends. Hat das vielleicht auch das hier beeinflusst? Also solche Drops? Vielleicht. Vielleicht. Oh. Ach, wegen den Juwelen jetzt, ne? Ja, passt schon. Wir bleiben. Wir bleiben so. He couldn't do worse with Zenobia than he'd done with the core, could he? Oh. Ich glaube, der Iblisstein zerstört auch alles. War das letzte Mal nicht noch im Brunnen? Oh, jetzt ist es ein Gully. Shit. Dreh dich um. Hey, why don't you guys fight in groups? Oh, I know. Because there's no I in team. Wo bin ich? Okay. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Okay. Crit-Trefferchance erhöht. Könnte es... Wir machen erstmal die durchs Blatt. Und auch die restlichen Kisten hier. Und wenn da schon Zeug für das Schwert liegt. Plopp, plopp. Ah.
Okay, aber dann ist hier drauf. Wir haben langsam die Edelsteine zusammen, ne? Zenobia wartet da unten. Zenobia was waiting for Reynardo. She was alone, confident as always. Fire danced at the tips of her claws. Are you here to surrender? She seemed as cocksure as he felt. But she didn't know he had the stone. And I've missed you too, love. He chuckled. She spotted the stone and bolted without another word. Ja, das würde ich aber auch machen. Wunderbarerweise. Oh, da hinten liegt schon wieder ein bisschen Lore. Das gefällt mir. Or I could go that way, he thought. Okay. Das müssen wir uns erstmal verdienen. Schießen, ohne dass wir aufs Maul fliegen. Perfekt. Also erstmal die Kiste. A magical jewel. Ja, elementarer Reynardo Verstand. couldn't wait to find a workbench. Liebe Zenobia, während du diesen Brief liest, befindest du dich in deinen Gemächern und machst dich bereit für die letzte Nacht, bevor... Naja, du weißt schon, ich werde mich nicht entschuldigen. Ich weiß, dass du zu stolz bist, um mir zu vergeben. Ich weiß auch, dass du zu neugierig bist, um nicht weiterzulesen. Du bist schließlich eine Katze, auch wenn ich alles gegeben habe, um dich zu einer richtigen Kröte zu machen. Ich schwöre. Und du musst mir glauben, ich habe das alles nicht geplant, als ich dich adoptierte. Du warst immer mein besonderes kleines Kätzchen. Deshalb schreibe ich dies jetzt Wochen vorher. Ich weiß, dass ich es in der Nacht des Opfers nicht fertigbringen werde. Wenn ich dich als meine Tochter betrachte, dann ändere ich womöglich meine Meinung. Du denkst wahrscheinlich, dass ich egoistisch bin, und es stimmt, ich bin ein egoistischer, trauriger kleiner Kröterich, der sich vor dem Tod fürchtet. Aber was ich tue, wird letztlich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Ich will die Macht, die ganze Macht, und deshalb werde ich meine Untertanen zufriedenstellen. Frieden in alle Ewigkeit. Auch wenn du mich jetzt vielleicht hasst, das wirst du doch respektieren können. Du musst es einfach tun. Nur so kann ich mir für das vergeben, was ich dir antue. Ich werde dich bis ans Ende aller Tage vermissen. Versuche morgen keine Szene zu machen, alle werden zusehen. In Anna und liebe dein Vater. Was? Moment, gibt's da noch mehr zu lösen? Nee. Ich dachte, das wäre dann irgendwie nicht mehr anzuklicken, wenn man das gelesen hat, aber... Hey! Hey, a workbench! Wow, We could try out his new bling. Okay, Schildbrecher 2 haben wir auch. Wusste ich gar nicht. Du triffst und die Schildträger lassen ihren Schild fallen und erleiden Schaden. Nice. Dann lassen wir das auch gleich mal drin. Wir haben kein Level, richtig? Ja, wir haben keine Fertigkeitspunkte verfügbar. Ja, der wird zurückgehalten. Ist der explodiert und hat da keinen Schaden gemacht? What the hell? Sauser. Oh, shoot. See? That little color looks good on you. Color looks good on you. Den blauen. Oh. Finally, Reynardo caught up to her. He had never seen her scared before. At school, she'd been the determined, brave one. Now her eyes were wide, frightened. He didn't like seeing her this way. Kill her, whispered the stone. You cannot win your rebellion without it. Please. No, said Zenobia. Not that way. Oh, they had been so close once. Could he really feed her soul to his demonic gem? Ja. That if he spared her, he would not get the full power of the stone. Oh, how could he be the hero he wanted to be? Okay, nee, wir verschonen sie, oder?
War das nicht der Grund dafür, warum er hergekommen war? Zenobia zu töten, würde ihm die Macht verschaffen, den Gegner zu besiegen. Oh, warte mal. Und konnte Reynardo sie wirklich töten, jetzt wo sie ihm ausgeliefert war? Sie hatten sich in ihrer Jugend einst sehr nahe gestanden, er könnte Zenobia verschonen, aber er glaubte nicht daran, dass sie ihn sich einfach ausliefern würde. Okay, wir versuchen es. Reynardo hesitated. Zenobia was his greatest enemy. She was the Emperor's daughter and his greatest general. And the single person Reynardo least wanted to remove from this world. Especially that way. She was holding her arms out before her, hands fluttering, fending him off with hopeless urgency. Nope. She was weaving a spell. He couldn't move. Okay. This thing is evil, she said. She slid the Iblis stone out of its slot in his gauntlet and slipped it into a bag. Maybe we can learn from it. She eyed him with a strange, wry, apologetic look. I missed you too. And before he could move again, she was gone. Learn from the Iblis stone? What did that mean? Would she take it to the palace or to the observatory on the Nexus? If she thought it was evil, she wouldn't want it in the palace. Maybe I can outrace her to the observatory, thought Reynardo. Cats can run faster, but foxes can run longer. Alright. Haben wir eine Wahl oder gehen wir einfach so zur Inselwarte? Wir gehen einfach so zur Inselwarte, okay. Oh, scheiße, ist die Folge schon lang. Holy. Reynardo felt a little sick. Hören wir uns noch kurz an. Ever since Zenobia had taken the stone from him, he'd felt an ache that wouldn't go away. He missed it. He wanted it back. He needed it back. Why hadn't he killed her when he had the chance? She was the enemy. He hadn't even seen her in 14 years. Why had he hesitated? You're a sucker for an empowered woman. Reynardo kicked himself. Don't make that mistake again. Ja, mach so einen Fehler nicht wieder. Mal gucken, ob wir nächste Folge den Fehler wieder gut machen können. Leute, macht's gut. Bis dann und ciao.